In dem Projekt SING – Schule inklusiv gestalten wurde neben weiteren Forschungsfeldern die Umsetzung inklusionssensiblen Unterrichts erforscht. Im folgenden Video werden die theoretischen Grundlagen für die Gestaltung und Reflexion von inklusiven Lehr-Lernprozessen kurz dargestellt. Sie bilden den Ausgangspunkt für die im Projekt mit Studierenden praktisch erprobten inklusiven fachlichen Lehr-Lern-Settings. Schulische Lehr-Lern-Situationen werden dabei als ein Wechselspiel von Ausschluss und Teilhabe bestimmt. Das Verhältnis von Ausschluss und Teilhabe ist ein relationales. Dort, wo keine Teilhabe stattfindet, nimmt das Maß an Ausschluss zu. Lern- und Entwicklungsprozesse von SchülerInnen sind dann möglich, wenn diese an Unterricht teilhaben können. Wenn SchülerInnen von Lehr-Lernsituationen ausgeschlossen werden, wird Lernen und Entwicklung verhindert. Ziel inklusionssensibler Lehr-Lernsituationen ist die Gestaltung eines gemeinsamen Möglichkeitsraums, der für alle Lernenden die Teilhabe an fachlichen Lehr-Lernprozessen ermöglicht. Das Wechselspiel von Ausschluss und Teilhabe kann sich auf verschiedenen Ebenen konstituieren. In der Interaktion zwischen SchülerInnen und LehrerInnen, in der Unterrichtsgestaltung, in der Organisation der Schule und in der Organisation des Bildungswesens. So können beispielsweise das situative Erleben und Erfahren von Individuen und Gruppen fokussiert werden oder Mechanismen in den Blick genommen werden, die durch institutionelle und gesellschaftliche Bedingungen des Zusammenlebens bestimmt sind. Lehr-Lernsituationen sollten demnach so gestaltet werden, dass Ausschluss eines jeden Schülers, einer jeden Schülerin weitestgehend vermieden wird. Um dies umsetzen zu können, müssen bei der Gestaltung von Lehr-Lernprozessen sowohl entwicklungstheoretische, psychologische und pädagogische Aspekte als auch fachdidaktische und fachliche Aspekte beachtet werden. Das Zusammenspiel dieser Aspekte in Lehr-Lernsituationen wird anhand 3 zentraler Kategorien Anerkennung und Bindung, Sinn und Bedeutung und Aneignung sowie durch den Einbezug fachlicher und fachdidaktischer Perspektiven beschrieben. Die Kategorie Anerkennung und Bindung nimmt aus entwicklungstheoretischer Sicht die menschlichen Grundbedürfnisse nach erfahrbarer Wertschätzung durch andere und angstfreie, vertrauensvolle Räume in den Blick. Für die Kategorie Sinn und Bedeutung gilt, in der Interaktion mit anderen über ein Objekt werden kulturelle Bedeutungen ausgehandelt und erlernt. Über diese intersubjektive Bedeutungsaushandlung ist das Subjekt befähigt, für sich Sinn in der sich umgebenden Welt zu konstruieren. Diesen Sinn kann es wiederum nur über Bedeutung mit anderen teilen. Aneignungsvorlieben und Fähigkeiten kann das Subjekt nur in der Aneignung von Welt, das heißt im Tätigwerden mit dem Objekt entwickeln. Die Erfahrungen im Umgang mit Welt und die mit dieser Tätigkeit einhergehenden Veränderungen für das Individuum wandern nach innen und verändern psychische Prozesse des Individuums, die sich als subjektive Vorlieben widerspiegeln. Die fachlichen Perspektiven nehmen die domänenspezifischen und sachlogischen Objektstrukturen in den Blick, welche als Anknüpfungspunkte für die Bedeutungsaushandlung dienen und Möglichkeiten für Aneignungsvorlieben und Fähigkeiten eröffnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in schulischen Lehr-Lernprozessen die Begegnung mit der Welt häufig nicht unmittelbar, sondern mittels Repräsentanten der Welt bzw. eines kleinen Ausschnittes der Welt stattfindet. Die Lerngegenstände werden aus einer fachspezifischen Perspektive präsentiert und betrachtet. Die Form der Realisierung dieser Kategorien in konkreten Lehr-Lernsituationen bezogen auf jeden einzelnen Lerner, jede einzelne Lernerin bedingen Prozesse des Ausschlusses oder der Teilhabe. Was bedeuten diese Ausführungen nun für die Planung, Reflexion und Weiterentwicklung von Unterricht? Um inklusionssensiblen Unterricht umzusetzen, bedarf es einer prozessbegleitenden Diagnostik. Unter prozessbegleitender Diagnostik verstehen wir die Einnahme einer verstehenden Perspektive auf die Lernenden und die Analyse von isolierenden Bedingungen. Ziel der prozessbegleitenden Diagnostik ist es, iterativ die für die Lernenden entwicklungshemmenden und fördernden Faktoren zu analysieren und zu verändern.
Dies geschieht anhand der bereits beschriebenen Kategorien: Anerkennung und Bindung, Sinn und Bedeutung, Aneignung sowie unter Einbeziehung der fachlichen Perspektiven. In der prozessbegleitenden Diagnostik laufen verschiedene Perspektiven zusammen, die transparent gemacht werden müssen. Die Innensicht der Lernenden, die Außensicht weiterer Personen und die Supersicht als Reflexion der Innen- und Außensicht. Kooperationen unter LehrerInnen, beispielsweise in Form des Team-Teachings, können den Prozess unterstützen. Die prozessbegleitende Diagnostik stellt damit einen essentiellen und alltäglich notwendigen Prozess für die Gestaltung von inklusiven Lehr-Lernsituationen dar. Es sollte ein Anliegen sein, diese Ausführungen bei der Entwicklung von Unterricht zu vereinen.